Wenn man sich mit Softwarearchitektur auseinandersetzt, dann spielen drei Begriffe eine ganz zentrale Rolle. Das ist der Begriff des Prinzips, der Begriff des Architekturstils und das Pattern. Und wie diese drei Begriffe miteinander zusammenhängen, das werden wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer anschauen. Und das kommt jetzt. Diese Grafik habe ich dem Buch von Carola Lilienthal entnommen, Langlebige Softwarearchitekturen. Auf dieser Grafik hat sie für ein Projekt, was sie betreut hat, mal zwei Kurven aufgezeichnet. In grün sieht man, wie viele neue Features jeweils pro Release veröffentlicht wurden über einen längeren Zeitraum hinweg. Also man sieht hier einen Zeitraum von etwa 4 Jahren. Und da kann man erkennen, während am Anfang immer noch so hier so zwischen 15 und 20 Features veröffentlicht wurde, fing das dann ab dem Jahr 1 deutlich an, nach unten zu gehen und pendelte sich dann so bei zwischen 5 und 10 Features ein. Und analog dazu in Rot sieht man die Kosten, die jedes einzelne Feature verursacht hat. Kosten kann man ja messen, wenn man die Entwicklungszeit aufrechnet. Dann sieht man hier den entsprechend analogen Effekt. Am Anfang sind die Kosten noch relativ niedrig und gehen dann ungefähr nach dem Jahr 1 deutlich nach oben mit einer weiter leicht steigenden Tendenz. Woran liegt das? Das belegt Carola Lilienthal in der zweiten Grafik. Und diese zweite Grafik zeigt die sogenannte technische Schuld. Technische Schuld ist etwas, was uns als Softwareentwickler immer bewusst sein sollte. Ein Softwaresystem, wenn es kontinuierlich weiterentwickelt und gepflegt wird, unterliegt einer gewissen Verwitterung, unterliegt einem, wenn man so will, Verschleiß oder einer Alterung. Und diese Alterung kommt daher, dass wir Stück für Stück einfach immer mehr technische Schulden aufbauen. Eine technische Schuld ist so etwas wie, dass wir uns an Konventionen nicht mehr halten, dass wir anfangen, Unsauberkeiten einzubauen, dass Abkürzungen genommen werden oder es kommen neue Entwickler ins Team, die Konzepte nicht mehr so ganz verstehen, falsch anwenden. Und wenn diese Entwickler dann wiederum von anderen abgelöst werden, dann erschließt sich die Logik des Codes nicht mehr so ohne weiteres. Das Zufügen von neuen Features dauert viel länger, das Fixen von Bugs dauert länger, das ist technische Schuld. Es gibt einen Korridor von geringer technischer Schuld. In diesem Korridor sollte man sich eigentlich idealerweise bewegen. Ganz vermeiden wird man sie niemals können. Wenn man nicht aktiv irgendwas tut, dann kommt der Effekt, wie wir ihn eben in der Grafik gesehen haben, zum Tragen. Dann werden es immer mehr technische Schulden und die Entwicklung wird sozusagen immer teurer, bis man an irgendeinem Punkt das Programm entweder aufgeben muss oder ein radikales Redesign machen muss, um die technischen Schulden mal im großen Stil zu tilgen. Das wäre dann diese große Sägezahnkurve. Dann wäre man idealerweise, aber mit einem sehr großen Aufwand, wieder in dem Bereich der geringeren, hinnehmbaren technischen Schulden. Oder aber man versucht, diesen kontinuierlichen Prozess wie so ein Sägezahnprozess zu fahren, dass man immer mal wieder ein gewisses Refactoring einzieht und versucht dann diese technischen Schulden wieder abzubauen. Das ist ein Effekt, mit dem wir uns auseinandersetzen werden, wenn wir zum Thema Clean Code und Refactoring übergehen. Also wie kann man diese grünen Pfeile hier realisieren? Dieses Video, was Sie jetzt gerade sehen, wird sich damit beschäftigen, wie kann ich denn verhindern, dass diese gelben Pfeile zu steil ansteigen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mit dem, was ich entwickle, möglichst wenig technische Schulden aufbaue? Und das genau kann ich gut damit steuern, dass ich mir starke, gut geeignete Prinzipien gebe, daraus einen sinnvollen Architekturstil ableite und diesen Architekturstil mit Patterns absichere. Diese drei Begriffe hängen in gewisser Weise wie ein Dreieck miteinander zusammen. Ich habe sie hier eingezeichnet in verschiedenen Farben, damit die Zuordnung von Beispielen leichter ersichtlich wird. Und bei den Patterns sind noch zwei weitere Begriffe dabei, nämlich Anti-Pattern und Bad Smell, die ich auch im Laufe des Videos noch erklären werde. Fangen wir mal mit dem Prinzip an, weil das Prinzip eigentlich ganz oben steht, am Anfang steht von jeder Entwicklung.
Was genau ist ein Prinzip? Charakteristisch für ein Prinzip ist, es gilt immer und es gilt überall. Das heißt, Prinzipien stellen so etwas wie ein System von allgemeingültigen Leitplanken dar und innerhalb dieser Leitplanken kann man sich dann bewegen als Entwicklungsteam mit seinen Detailentscheidungen. Solche Prinzipien sind in der Regel abgeleitet aus dem Geschäftsmodell der Firma, die jetzt hier gerade Software entwickelt, oder aus anderen Randbedingungen. Diese Randbedingungen sind primär nicht technischer Natur. Das klingt jetzt erstmal sehr theoretisch. Was heißt das denn in der Praxis? Ein schönes Beispiel könnte zum Beispiel das Prinzip sein, Module sind fachlich, nicht technisch geschnitten, um Feature-Teams zu ermöglichen. Was sind Feature-Teams? Feature-Teams sind Teams, die sich komplett verantwortlich um ein bestimmtes Feature in einer Anwendung kümmern, und zwar durch die ganzen technischen Schichten hindurch. Also nehmen wir an, wir haben eine große E-Commerce-Plattform und wir haben ein Team, das ist für den Warenkorb zuständig. Das heißt, das Team kümmert sich sowohl um eine kleine UI-Komponente, die die Inhalte des Warenkorbs darstellen, wie auch darum, die entsprechenden Events zu verschicken, wie auch darum, den Warenkorb persistent zu halten im Backend und entsprechend so eine Datenhaltung dafür zu konzipieren. Und im Idealfall auch darum, dieses Warenkorb-Feature eigenständig in das Gesamtsystem zu bringen. Wenn ich so ein Feature-Team haben möchte, wenn ich also so agil arbeiten möchte, dann brauche ich eine fachliche Schneidung, weil nur fachlich geschnittene Module kann ich so komplett bearbeiten. Wenn ich immer wieder dann ein UI-Team fragen muss, um die UI-Komponente anzupassen, dann muss ich mich schon wieder mit anderen Teams abstimmen und ich kann nicht mehr eigenständig handeln. Dieses Prinzip ist nicht technisch. Das ist motiviert dadurch, dass eine Firma, die zum Beispiel ein E-Commerce-Portal betreiben möchte, darauf angewiesen ist, sehr schnell Features neu ins System zu bringen. Und das wiederum bedeutet, dass diese Firma ihren Teams ein hohes Maß an Eigenständigkeit gewähren will, um neue Features entwickeln und ins System bringen zu können, ohne dass man sich jetzt erst aufwendig mit allen anderen abstimmen muss. Das heißt also, dieses Prinzip ist motiviert dadurch, dass ich eine schnelle Time to Market haben will. Ich möchte mit einem Feature schnell zum Kunden kommen. Und daraus ergibt sich dann dieses Prinzip. Also eine Motivation aus dem Geschäftsmodell heraus, hat mit Technik erstmal gar nichts zu tun. Wenn wir uns mal eine andere Firma vorstellen, die vielleicht nicht nach Domain-Driven Design arbeitet, sondern einen traditionellen großen Monolithen baut, auch so eine Firma kann Prinzipien haben. Da könnte zum Beispiel das Prinzip sein, unser Standard für eine relationale Datenbank ist Oracle. Warum das? Solche relationalen Datenbanken, die in so großen Monolithen eingesetzt werden, sind so teuer, sowohl von der Lizenz her wie auch von der Betreuung durch Spezialisten, dass es vollkommen unsinnig wäre, 2 solcher Systeme parallel zu betreiben. Auch hier wieder die Motivation des Prinzips nicht aus einer technischen Sicht. Nicht, weil Oracle jetzt notwendigerweise so wahnsinnig viel besser wäre als DB2, sondern weil es aus Kostengründen schlicht nicht zu rechtfertigen ist, 2 Lösungen zu haben. Und dann kann natürlich an der Stelle die Aussage des Prinzips durchaus technisch geprägt sein. Die Motivation ist aber nicht technisch, kommt aus anderen Randbedingungen. Kommen wir mal dazu, die Beziehung zwischen diesen verschiedenen Begriffen ein bisschen näher anzuschauen. Und wir fangen mal gegen den Uhrzeigersinn an bei der Beziehung zwischen Prinzip und Architekturstil. Man kann sagen, dass das Prinzip oder besser gesagt die Menge aller Prinzipien umgesetzt wird durch einen oder vielleicht auch mehrere Architekturstile. Warum ist das so und was ist überhaupt ein Architekturstil? Die Definition von Architekturstil ist, dass das sozusagen die Softwarestruktur im Großen darstellt. Elemente von Architekturstilen sind die Architekturbausteine, sowas wie eine Komponente, eine Schnittstelle, ein Modul, eine Klasse. Das sind alles Architekturbausteine. Der Stil legt also fest, welche Elemente es in der Architektur gibt und vor allem auch, wie sie miteinander zusammenhängen. Auch hier mal ein Beispiel. Wenn wir uns wieder das Dreieck anschauen und
konkrete Beispiele einsetzen, dann nehmen wir oben wieder das schon bekannte Prinzip, Module sind fachlich, nicht technisch geschnitten, um Feature-Teams zu ermöglichen. Was wäre da der passende Architekturstil? Das wäre eine Schichtenarchitektur mit Domain- und Application Layer nach DDD-Konzept, so wie wir das hier in der Veranstaltung uns angeschaut haben. Domain-Driven Design ist genau dafür geeignet, um solche Anforderungen, solche fachlich geschnittenen Module zu realisieren. Das heißt also, ich baue mein Modul primär danach auf, welche Entities habe ich, welche Value Objects habe ich, wie spielen die miteinander zusammen. Wenn mein Prinzip, wie eben als zweites Beispiel genannt, wäre, dass ich aus Kostengründen nur eine einzige relationale Datenbankplattform unterstütze, dann könnte ein dazu passender Architekturstil sein, eine große monolithische Anwendung zu haben mit einem gesamten einheitlichen Datenbanklayer, wo ein großes unternehmensweites Datenmodell drin liegt. Solche Architekturen gelten heute nicht mehr als so richtig auf der Höhe der Zeit, sie sind aber nach wie vor sehr verbreitet. Schauen wir mal weiter in unserem Dreieck. Wie hängen denn jetzt der Architekturstil und das Pattern zusammen? Da kann man sagen, dass der Architekturstil durch eine Summe von Patterns umgesetzt wird. Was ist ein Pattern? Pattern kommt ursprünglich aus dem Bauwesen von Christopher Alexander. Das war ein Architekt, also jemand, der wirklich Gebäude konzipiert und gebaut hat. Das wurde Ende der 80er Jahre auf die Software übertragen durch dieses wirklich berühmt gewordene Buch Design Patterns der Gang of Four. Pattern können sich dabei auf ganz verschiedene Aspekte beziehen. Häufig findet man Pattern, die sich auf Codestrukturen beziehen. Es gibt aber auch Pattern zu Datenstrukturen, Modul- oder Dateistrukturen können Pattern aufweisen. Sogar in der Benamung von Dingen findet man Patterns. Dazu, wie sich ein Architekturstil aus Pattern aufbauen lässt, möchte ich ein Beispiel geben, was zunächst mal nicht aus der Software kommt, sondern aus dem Bauwesen. Was Sie hier sehen, ist die Rekonstruktion des Barockschlösschens Amalienburg in Schleswig-Holstein. Das steht nicht mehr, das wurde 1660 etwa gebaut. Wenn man sich die Architektur anschaut von diesem Gebäude, dann ist der Architekturstil Repräsentativbau. Das ist also kein Zweckbau, in dem einfach irgendwelche Dinge gelagert wurden. Das war ein Bau, mit dem man einen gewissen herrschaftlichen Anspruch verbunden hat. Das heißt, es war durchaus wichtig, dass hier eine gewisse Regelhaftigkeit und Symmetrie herrschte. Und das können wir daran erkennen, wie dieses Schloss, wie dieses Gebäude konstruiert ist. Wir schauen uns mal unten links diese Fläche an und wir werden sehen, dass das ganze Gebäude aus diesen Flächen konstruiert ist. Also wenn diese Fläche und das Maß dieser Fläche, die Proportion dieser Fläche unser Pattern ist, dann können wir den ganzen Baustil aus diesem Pattern heraus aufbauen. Wir verdoppeln das mal, wir finden das auf dem rechten Seitenteil ebenfalls. Wenn wir das in die Mitte duplizieren und einfach proportional vergrößern, dann haben wir das gleiche auch für den Mittelteil. Und wir finden dieses gleiche Flächenmaß nochmal im ersten Stock der Seitenteile des Gebäudes, nämlich hier. Nur hier müssen wir dieses ursprüngliche Flächenmaß entsprechend proportional verkleinern und dann haben wir das Obergeschoss entsprechend auch modelliert und abgebildet. Wenn man sich diese Fläche genauer anschaut, dann hat die ein Seitenverhältnis von 1,141:1, also 1 zu Wurzel 2. Was bedeutet das? 1 zu Wurzel 2 hat zwei Vorteile. Erstmal, es sieht gefällig aus. Es ist eine Rechteckform, die dem Betrachter als angenehm erscheint. Und sie hat aber noch einen ganz anderen Vorteil, der sich erschließt, wenn man sich überlegt, wie im Jahr 1660 Gebäude konstruiert werden konnten oder Zeichnungen von Gebäuden erstellt werden konnten. Da hatte man keine besonders komplexen Werkzeuge zur Hand. Wenn wir uns mal die Bauzeichnung anschauen, dann sehen wir, dass man dieses Gebäude im Wesentlichen mit Geodreieck und Zirkel
konstruieren kann. Ich lege erstmal ein Maß fest für die Deckenhöhe, das nenne ich mal 1, das trage ich hier an. Dann trage ich das gleiche Maß in der Waagerechten an, auf dem Fußboden, mache wieder die Zeichnung nach oben, jetzt habe ich ein Quadrat. Dann zeichne ich die Diagonale ein und diese Diagonale hat jetzt nach dem Satz von Pythagoras a² plus b² gleich c² gleich die Länge Wurzel 2. Denn wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck mit den Kathetenlängen 1, also 1 plus 1. Das heißt also, die Hypotenusenlänge, die gestrichelte Länge ist 2 und daraus die Wurzel. Jetzt nehme ich mir einen Zirkel und zeichne einfach die Diagonale in der Waagerechten an und verlängere dann das waagerechte Stück bis zu dem Punkt, wo der Zirkel die Grundlinie schneidet. Und damit habe ich das erste Element konstruiert. Ich habe jetzt ein Element, was 1 mal Wurzel 2 groß ist. Dann mache ich das Dach, dann ziehe ich das rüber und jetzt kann ich nach dem gleichen Muster das nächste Element konstruieren. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man auch hier eine weitere Symmetrie. Die große Portaltür hört genau nach der 1 auf. Das heißt also, der Rest des Hauses ist nach ähnlichen Patterns konstruiert. Wen das näher interessiert, der kann mal in der verlinkten Quelle nachlesen. Der Verfasser hat das für dieses Schlösschen ein bisschen genauer aufgedröselt, wie sich das verhält. Das heißt, ich habe hier eine Methode gefunden, wie ich einen zugegebenermaßen relativ simplen Architekturstil auflöse in die Anwendung von ebenfalls relativ simplen Patterns. Also ich habe die Struktur im Großen zurückgeführt auf die wiederholte Anwendung von kleinen Strukturen, kleinen Patterns bei der Konstruktion. Und vom Prinzip her genauso würden wir vorgehen, wenn wir versuchen, einen Architekturstil umzusetzen und dabei Patterns zur Hilfe zu nehmen, die uns diese Konstruktion des Architekturstils im Kleinen erleichtern. Nehmen wir als Beispiel wie eben die Domain-Driven Architektur als Schichtenarchitektur mit Domain Layer und Application Layer. Und ich möchte die umsetzen mit Hilfe von Patterns. Dann ist ein wesentliches Pattern das Entity plus Repository Pattern, was wir in Softwaretechnik 1 ausführlich angeschaut haben. Also ich habe mein spezifisches Entity, was eine Fachlichkeit beschreibt. Ich habe über Tags gewisse Schlüsselinformationen hinterlegt, wie zum Beispiel, was ist die ID oder welches Attribut stellt eine 1 zu n oder n zu 1 oder n zu m Beziehung dar. Dann habe ich ein Repository Interface, was mir Convenience-Methoden wie Save, Find by ID und eine Anzahl von weiteren Findern bereitstellt. Und ich habe mit dem Framework, was ich nutze, meiner Spring Repository Implementation, die ich aber nicht kennen muss, eine Möglichkeit, die mir dieses Repository hinter den Kulissen implementiert, was dann wiederum zum CRUD-Handling meines Very Specific Entities eingesetzt werden kann. Also zum Speichern, zum Löschen, zum Durchführen einer Query und dergleichen mehr. Die Beziehung zwischen dem Architekturstil und dem Pattern ist nicht immer so 1 zu 1 wie jetzt hier dargestellt. Es gibt natürlich auch die klassischen allgemeinen Software-Patterns, von denen es jede Menge gibt. Da muss ich auf das Gang-of-Four-Buch und diverse andere Quellen im Internet verweisen. Die sind sozusagen da, um allgemein guten Stil beim Coden nahezulegen. Als Beispiel habe ich mal das Iterator-Pattern rausgesucht. Das Iterator-Pattern kann ich dann benutzen, wenn ich über eine ganz spezifische Collection drüber iterieren will. Und es funktioniert so, dass ich meine My Very Specific Collection ein Iterable Interface implementieren lasse. Also es gibt ein Interface Iterable und dieses Interface hat eine Methode, nämlich Iterator. Das stellt also einen Iterator zur Verfügung für diese Collection. Und dieses Iterable wiederum gibt ein weiteres Interface zurück, nämlich das Iterator Interface. Dieses Iterator Interface hat zwei Methoden, nämlich Next. Next gibt das nächste Element in der Collection zurück
und setzt auch den Zähler dann eben auf dieses nächste Element. Und hasNext prüft, gibt es ein weiteres Element in der Collection, also kann ich Next noch einmal sinnvoll aufrufen. Und dann gibt es einen wieder spezifischen Iterator, eine Implementierung, myVerySpecificIterator, der auf die ganz spezielle Datenstruktur in myVerySpecificCollection abgestimmt ist und der dann hinter den Kulissen instanziert wird. Derjenige, der jetzt von außen über myVerySpecificCollection iterieren will, der muss die Einzelheiten der Implementierung nicht kennen. Der kann einfach sich den Iterator geben lassen und kann mit dem immer gleichen Interface durch diese Collection durchiterieren. Und ich kann in meiner VerySpecificCollection die interne Implementierung und den internen Iterator jederzeit ändern, ohne dass die Außenwelt da irgendwas von mitbekommt. Von dieser Art von Pattern gibt es eine große Zahl, die zum Handwerkszeug eines Softwareschaffenden dazugehören sollten. Manche zahlen direkt auf den Architekturstil ein, wie eben gesehen, das Entity- und Repo-Pattern. Andere, wie dieses Iterator-Pattern, sind allgemeiner Natur und sorgen dafür, dass die technische Schuld niedrig bleibt, weil der Code gut lesbar und wartbar ist. Schauen wir uns jetzt noch einmal die letzte Richtung an, die Richtung von Pattern hin zu Prinzip. Hier kann man sagen, dass die Patterns wiederum helfen, wenn ich in Richtung des Prinzips steuern will mit meiner Software. Und dafür muss ich jetzt auch noch die beiden anderen Begriffe, die ich jetzt hier etwas kleiner dazu geschrieben habe, nämlich Anti-Pattern und Bad Smell, mit in meine Betrachtung einbeziehen. Wenn ich das Pattern definiere als eine gute Lösung im Detail, eine gewünschte Lösung im Detail, dann ist das Anti-Pattern eine typische schlechte Lösung, die man halt häufig für eine gewisse Standardproblemstellung findet, die dann oft zum Beispiel im Missverständnis von gewissen Konzepten besteht. Bad Smell ist sozusagen die Abschwächung des Anti-Patterns. Bad Smell ist etwas, was ein Anti-Pattern sein kann und wahrscheinlich auch ist, vielleicht aber auch eine richtige Entscheidung hat. Also normalerweise ist ein Bad Smell ein Symptom für ein tiefer liegendes Problem, also für ein Anti-Pattern. Es kann okay sein, es ist in der Regel aber nicht. Wenn Sie also in diesem Sinne ein Pattern anwenden, dann wissen Sie, Sie sind auf einem richtigen Weg. Wenn Sie irgendwo bei sich selber oder bei anderen ein Anti-Pattern sehen, dann wissen Sie, Sie sind definitiv an der Stelle auf dem falschen Weg und Sie bauen da gerade technische Schuld auf. Die sollten Sie am besten sofort beheben, dann geht es am schnellsten. Und wenn Sie einen Bad Smell sehen, dann wissen Sie, Sie müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer reingucken. Wahrscheinlich ist irgendwas faul, es ist nicht sicher, Sie müssen ein bisschen näher drauf schauen. Warum hilft das jetzt beim Steuern auf ein Architekturprinzip hin? Wie zum Beispiel die Vorgabe, dass meine Module fachlich geschnitten sein sollen, damit ich Feature-Teams kriege. Wir begreifen einfach diese Prinzipien mal wie einen Leuchtturm. Dieser Leuchtturm, der soll uns dabei anleiten, eine Software zu erstellen, die entsprechend der Prinzipien funktioniert, die innerhalb der gesetzten Leitplanken liegt, die damit unserem Geschäftszweck dient, den wir mit der Software erreichen wollen. Und wenn Sie so auf dem Wasser sind und segeln so vor sich hin, dann können Sie gutes Wetter haben und Sie sind bei Tag unterwegs, dann können Sie prima die Küste sehen, Sie können auch prima diesen Leuchtturm sehen und können einfach drauf zufahren. Aber irgendwann passiert es Ihnen nochmal, dass das Wetter schlechter wird und dann kommen Sie vielleicht, weil Sie sich verkalkuliert haben, in die Abenddämmerung rein oder gar in die Nacht. Und das kann ganz schön beängstigend sein, weil man dann einfach auf einer großen schwarzen Wasserfläche ist und man sieht nur am Horizont irgendwie so ein paar Lichter und sonst gar nichts mehr. Ich habe mal eine Zeit lang relativ viel gesegelt und habe die Situation zweimal erlebt. Es war nicht so schön. Und nehmen wir das mal als Bild, wie an der Stelle uns Pattern, Anti-Patterns und Bad Smells helfen können, um sozusagen den Prinzipienleuchtturm weiter anzusteuern. Ich bleibe dabei mal bei diesem Seefahrtsbeispiel. Also nehmen wir mal an, wir haben hier einen Hafen
Der liegt in so einer Bucht, da gibt es so eine Küstenlinie und es gibt aber auch so ein paar Untiefen bei der Zufahrt auf diesen Hafen. Die sind hier eingezeichnet mit diesen braunen Strichen. Das heißt, die sehen Sie erstmal nicht, wenn Sie auf den Hafen zufahren, weil es ist alles Wasser, von außen sieht man das nicht. Aber Sie sollten tunlichst vermeiden, mit Ihrem Schiff da drauf zu fahren, weil dann laufen Sie sich fest und dann wird es im besten Fall peinlich, weil Sie dann am nächsten Tag jemand abschleppen muss und im schlimmsten Fall wird es sogar lebensgefährlich, wenn nämlich Sturm ist und der Sturm Ihnen quasi das Schiff kaputt haut, weil Sie auf dieser Sandbank feststecken. Was können Sie da machen? Gnädigerweise bauen die Menschen, die Häfen errichten, dann sowas wie Leuchttürme dahin. Das ist also unser Softwareprinzip. Das ist dieser Leuchtturm da. Und der Leuchtturm, der soll uns ja jetzt leiten dabei, auf diesen Hafen zufahren zu können. Und wir können aber nicht immer direkt auf diesen Leuchtturm zufahren, weil sonst würden wir ja auf diese Untiefe drauflaufen. Und das ist in der wirklichen Seefahrt dadurch gelöst, dass diese Leuchttürme Sektoren haben. In dem Leuchtturm ist eine drehbare Lampe. Der dreht sich also quasi immer mit einer gewissen Frequenz um sich selbst. Deswegen sehen Sie Leuchttürme, wenn sie auf dem Wasser sind, in der Regel als blinkendes Licht. Und Teile dieses Drehkreises, also Teilsektoren, sind einfach mit farbigen Folien abgedeckt. Das heißt also, je nachdem, wo Sie stehen, sehen Sie diesen Leuchtturm entweder durch diese rote Folie hindurch, dann sehen Sie ein rot blinkendes Licht, oder Sie sehen den ohne Folie, dann sehen Sie so ein weißlich-gelb blinkendes Licht. Nehmen wir mal an, Sie fahren jetzt mit dem Boot von unten auf diesen Leuchtturm zu. Sie kommen von hier unten und dann sehen Sie, oh, der Leuchtturm, ich sehe den in Rot. Und ich habe eine Seekarte, das heißt also, ich weiß ungefähr, was Sache ist. Das heißt, ich muss hier noch ein bisschen nach links rüber. Jetzt fahre ich hier nach links rüber, fahre weiter nach links rüber und sehe, jetzt wechselt es auf Gelb. Jetzt bin ich hier richtig und ich kann jetzt hier mal direkt auf den Leuchtturm zufahren. Das mache ich. Das mache ich auch weiterhin, mache ich. Und jetzt gerate ich plötzlich hier wieder so ein bisschen in die Nähe der Untiefe und sehe das daran, dass mein Blinklicht wieder auf Rot wechselt und ich weiß, oh, ich bin zu sehr nach rechts rüber gewandert, ich muss wieder hier nach links rüber. Und dann bin ich wieder in dem gelben Sektor und sehe das Blinklicht wieder in weiß-gelb. Was hat das jetzt mit unseren Patterns und Anti-Patterns zu tun? Wenn ich jetzt hier in dem roten Sektor bin, das ist so, als würde ich in meinem Code Bad Smells sehen, als würde ich Anti-Patterns sehen. Schauen wir uns auch das noch einmal, um es konkreter in Richtung Software zu drehen, noch einmal an einem einfachen Beispiel an. Was könnte das in der Praxis bedeuten, wenn Sie tatsächlich auf ein Entwicklungsprojekt drauf gucken? Und Ihr Prinzip ist es, wie eben schon mehrfach gesagt, die Module sind fachlich zu schneiden. Nehmen wir mal an, Ihr Projekt würde ganz einfach so aussehen und wir hätten hier einfach Naming Patterns. Dann könnte man sagen, wir sehen an der einen Stelle Package-Namen mit Entities. Wir sehen ein Package Customers, wir sehen ein Package Products. Ich sehe aber auch Bad Smells. Ich sehe zwei Package-Namen mit Technikbezug. Es gibt ein Package Database und es gibt ein Package UI. Da würde ich mich fragen, warum ist jetzt hier die Datenhaltung abgetrennt? Damit habe ich ja gerade kein fachlich geschnittenes Modul an der Stelle, sondern ein eindeutig technisch geschnittenes. Also wenn Database tatsächlich meinen gesamten Datenbankcode enthält, dann habe ich eine große vereinheitlichte Datenhaltung mit einem gemeinsamen Datenmodell und dann sind die einzelnen Module nicht mehr so richtig fachlich voneinander getrennt. Also Bad Smell, ich muss reingucken. Das gleiche gilt für das Package UI an der Stelle. Das deutet auf ein monolithisches UI hin, was bedeuten würde, dass ich hier an der Stelle eben auch nicht mehr eine komplette fachliche Trennung habe. Kleine Randbemerkung, das wird häufiger mal so sein, dass man ein monolithisches UI auf ein fachlich sauber getrenntes Backend setzt. Von daher könnte das tatsächlich eine Ausnahme des obigen Prinzips darstellen und von daher dann eben
das Beispiel für einen Bad Smell, der am Ende in Ordnung ist. Ich habe aber noch einen weiteren Bad Smell und das sind so Package-Namen, in denen das Wort und vorkommt. Da haben wir nämlich auch ein Beispiel, nämlich Billing and Payment. Das wäre im Prinzip ein Verstoß nicht unbedingt gegen das Prinzip, was wir hier haben, sondern gegen ein anderes Prinzip, was wir in einem der nächsten Videos uns noch anschauen werden, nämlich das Single Responsibility Prinzip, auch genannt Separation of Concerns, was im Prinzip besagt, dass eine Einheit, ein Modul eigentlich immer nur genau eine Aufgabe haben sollte. Ein Modul, eine Klasse, ein was auch immer. Und wenn Sie einen Namen haben, wo das Wort und oder drin vorkommt oder sowas wie kommen, dann haben Sie in jedem Fall den Verdacht, dass hier mehr als eine Sache gemacht wird. Fassen wir zum Abschluss nochmal zusammen. Wir haben unser Dreieck aus Prinzipien, Architekturstilen und Patterns, Anti-Patterns und Bad Smells. Prinzipien werden umgesetzt durch den passenden Architekturstil. Der Architekturstil wiederum wird umgesetzt dadurch, dass ich die passenden Patterns einsetze. Und das Verwenden von Patterns und das Achten auf Anti-Patterns und Bad Smells hilft mir beim Steuern in Richtung meiner Prinzipien. Damit haben Sie diese 3 zentralen Begriffe der Softwarearchitektur mal in einem Zusammenhang kennengelernt und in den nächsten Videos werden Sie auf diese Begriffe immer mal wieder stoßen, wenn wir uns dann mit dem Thema Clean Code und Refactoring auseinandersetzen.